Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen leckeren Gemüsekuchen bzw. eine Gemüsequiche mit Quarkölteig. Dafür als erstes 225 Gramm Mehl, 125 Gramm Quark, 50 Milliliter Öl, 75 Milliliter Milch, ein halbes Päckchen Backpulver und einen halben Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und dann mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 3 bis 4 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der noch leicht klebrig sein sollte. Den fertigen Teig anschließend auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, nochmal kurz mit den Händen durchkneten, dann zu einer Kugel formen, mit etwas Mehl bestäuben und mit einem Nudelholz rund und auf die Größe einer 26er Springform ausrollen. Den fertig ausgerollten Teig anschließend in eine mit Backpapier ausgelegte oder gebutterte Springform heben, den Boden sowie den Rand der Springform gleichmäßig dick mit dem Teig auskleiden und die Springform danach erstmal zur Seite stellen. Weiter geht's mit den restlichen Vorbereitungen. Dafür 200 Milliliter Sahne, 3 Eier, etwas Muskatnuss nach Geschmack und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer in ein hohes Gefäß geben und mit einer Gabel oder einem Schneebesen verquirlen. Danach ebenfalls zur Seite stellen. Jetzt kümmern wir uns noch um das Gemüse. Einen Kohlrabi schälen und in kleine Würfel schneiden. Außerdem 3 bis 4 Möhren schälen, längs halbieren, ebenfalls würfeln. Und dann habe ich hier noch eine Stange Lauch bzw. Porree waschen und in Ringe schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, das Gemüse in die Pfanne geben und für 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen, dabei gelegentlich immer mal wieder umrühren. Zum Schluss noch einen schwach gehäuften Esslöffel Mehl über das Gemüse streuen, das Mehl kurz unterrühren, anschließend alles vom Herd ziehen und dann in die vorbereitete Springform geben. Das Gemüse gleichmäßig darin verteilen, jetzt die Ei-Sahne-Mischung dazu gießen und zum Schluss noch etwas geriebenen Käse darüber streuen. So kommt der Gemüsekuchen in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 35 bis 40 Minuten, so lange bis das Gemüse gar ist und der Kuchen eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Nach etwa 40 Minuten können wir den Gemüsekuchen dann aus dem Ofen holen. So sieht er aus. Jetzt in der Form etwas abkühlen lassen, die Springform lösen, den Gemüsekuchen eventuell mit etwas Petersilie garnieren und danach am besten sofort servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.